Digitalpianos für Anfänger und Einsteiger, ob es nur für Einsteiger ist, das wird sich, glaube ich, noch zeigen. Ich glaube, hier bei dem Korg Liano, da geht es vor allem darum, dass es vor allem leicht ist. Das stimmt, sehr leicht. Es wiegt wirklich gerade mal so 6 Kilogramm. Das ist unglaublich. Also für unterwegs schon mal eine gute Sache. Ja. Und es geht auch darum, dass es vor allem günstig ist. Es kostet so zwischen 300 und 400 Euro. Und ich bin jetzt, da du sehr anspruchsvolle Hände hast als Jazzpianist und Klavierlehrer, bin ich sehr gespannt, was du sagst. Denn es gibt hier eine spezielle Punkte, zum Beispiel auch die Tastatur. Mehr verrate ich nicht. Lass hören. Also ich konnte jetzt den Preis nicht raushören. Das klingt wirklich gut, oder? Also ich muss sagen, für das Geld und auch das Gewicht und auch das ganze Konzept ist es beeindruckend. Also es spielt sich wirklich okay. Also man kann darauf wirklich gut Klavier spielen. Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen mit einem 2.000, 3.000 Euro Instrument, aber... Jetzt kommt das Aber. Also es ist wirklich... also ich sag's mal so, man glaubt es nicht, man denkt, es ist irgendwie billig oder sonst was, aber man kann damit gut spielen. Ja, also wenn man das jetzt, so, klar, es ist ultra flach und ultra leicht. Ja. Das ist schon mal eigentlich, also wenn ich jetzt an die Probe denke, um die Ecke eine Jam-Session spielen oder so, wo man sich so in der U-Bahn bewegt oder wie auch, das ist einfach leicht gemacht. Ne? Ja, ja. Und wenn ich da so an Stage-Pianos denke, die so 20 Kilogramm wiegen, dann denke ich nicht an die Jam-Session unterwegs. So. Brauchst bei solchen Instrumenten in der Regel dann natürlich auch ein Case, vielleicht sogar ein Hardcase. Ne? Ja. Das hast du natürlich hier alles nicht. Das kannst du irgendwie in eine kleine Tasche stecken oder sogar vielleicht so einfach mitnehmen. Ne? Kann man selber bewerkstelligen. Auch die Speaker sind schon auch überraschend gut, also für diese Baugröße, finde ich. Da ist aber noch ein anderer Punkt. Also wir hatten eben die Tastatur. Und zwar diese Gewichtsersparnis, die kommt natürlich dadurch, dass es hier eine semi-gewichtete Tastatur ist. So nennt man das semi-weighted. Das heißt, man verzichtet hier auf diese Hammermechanik. Und bei dem Wort gewichtete Hammermechanik, da weiß man schon, woran man ist. Eine Hammermechanik ist halt auch schwer, macht so ein Instrument unheimlich schwer und deswegen hat man es weggelassen, um eben diese Mobilität zu erreichen. Und es ist immer dann die Frage, wie bewertest du die Spielbarkeit? Also ich denke mal, wenn man jetzt Klavier lernen möchte, einen Klavieranschlag lernen möchte, ernsthaft, dann wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Dafür ist es nicht der richtige Ansatz. Also für Klaviereinsteiger oder auch für den Klavierunterricht ist es definitiv jetzt, da gibt es bessere Instrumente, die auch natürlich ein ganz anderes Konzept verfolgen. Aber ich sag mal, für Leute, die auch vielleicht Gigs spielen oder beruflich auch in dem Bereich tätig sind und das als Zweitinstrument haben oder als, kommen wir auch gleich auf das Thema, als MIDI-Keyboard vielleicht, um noch einen Klangerzeuger anzusteuern, dafür ist es wirklich perfekt. Und gerade in Großstädten, wo man vielleicht nicht mit dem Auto unterwegs ist natürlich schon, kann man schon mal drüber nachdenken. Alles in 1 oder 2 Rucksäcke passen. Ja, genau. Apropos Stage-Keyboard oder lass uns einfach die Klänge mal durchgehen, weil da gibt es ja noch mehr als diesen Akustik-Piano-Klang. Genau, das war jetzt Piano 1. Man sieht hier, es ist sehr übersichtlich gestaltet, finde ich aber nicht schlecht. Wir gehen hier mal einfach mal, man hat hier einen guten Druckpunkt, man kann hier schön, man hört das. Ja, stimmt. Man merkt das also auch auf der Bühne, wenn es mal vielleicht ein bisschen lauter ist. Das ist jetzt Piano 2. Klingt ein bisschen voller, oder? Genau. Also deutlicher Unterschied. Lass uns mal das erste hören. Es klingt vielleicht einfach nur ein bisschen schlanker. Schön. Sind beide super. Lass uns mehr hören. Dann kommen wir zum E-Piano. Muss man sagen, ist auf jeden Fall, klingt schön. Und mit dem E-Piano-Sound ist natürlich so eine Tastatur dann auch noch mal ein bisschen, kommt eher dem entgegen, dem E-Piano, sage ich mal, so eine leichte Tastatur. Ne? So, Ja, auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen. So, dann haben wir E-Piano 2.
Okay, das FM-Piano. So, und dann hat man hier natürlich Harpsichord noch, eine Orgel, eine elektronische Orgel und Strings, so die klassischen Sounds, die man dann einfach noch so hat. Okay. Ja, also ich denke, ja. Smooth. Aber echt ganz cool. Ja, gut. So, und dann die Strings, also ich denke, da darf man nicht zu viel erwarten. Ja, klingt okay. Aber für die Mobilität ist es eigentlich okay. Man Also hat alles ist ja, dabei. Bei einer Probe spielen wir eben die Orgel. Ja. So, hat man irgendwie so eine Jazz- oder Rockorgel, Hauptsache es ist dabei. spielen wir Strings, dann hat man oder ein Pad, dann Genau. hat man auch einen Sound. Okay. Genau. Aber dieses Liano hat noch ein anderes sehr cooles Feature, wie ich finde, nämlich eine USB-Audio-MIDI-Funktion. Da kann man also ein iPad oder ein iPhone direkt anschließen und hat Zugriff auf diese ganzen Apps von Korg. Also Korg geht ja einen anderen Weg und kann nicht so eine Remote-App wie das andere auch anbieten, sondern richtig coole Sachen wie Korg Gadget, das ist ein komplettes Sequencer-Programm oder Korg Module. Und man kann natürlich auch andere Apps ausprobieren und das schauen wir uns mal an. Das iPad und dann braucht man da noch so ein Camera Connection Kit und kann schon loslegen. Und das Tolle ist, dass mit dem Anschluss des USB-Kabels das Instrument MIDI-mäßig jetzt mit dem iPad kommuniziert und alles, was hier im iPad an Audio erzeugt wird, das wird zurückgeleitet in das Instrument. Cool. Also du hörst es über die Speaker oder einen Kopfhörer, den du anschließt, hörst du beides, den Klaviersound und den Sound vom iPad. Und Das ist schon eine coole Sache. das ist sehr, sehr einfach, also auch vor allem in der Preisklasse ist das krass. So, womit möchtest du anfangen? Mit einer Lesson from Music to Me? Die mache vielleicht ich. Genau. Ja, vielleicht können wir mal in das Korg Module ja mal reinschauen. Genau, machen wir das. Okay, dann habe ich hier Korg Module Pro. Das ist ein kleines Keyboard-Studio mit vielen, vielen Sounds. Ich habe hier das Rhodes auch gleich geladen, Funky Tremolo. Lass hören. Oh, schon sehr cool. Bisschen Chorus dazu vielleicht. Oder Phaser. Schon krass. Was haben wir da noch? Also da hat man schon auch, die spielen schon auch noch in einer anderen Qualitätsliga Ja, als ja, die eingebauten Sounds. Die auf sind jeden schon Fall. gut, aber das hier ist noch mal deutlich besser natürlich. Ne? Und dort gibt es auch die akustischen Pianos von Syntogy. Also das Ivory gibt es auch in einer Form für dieses Korg Module. Das ist eine feine Sache. Man kann aber noch andere Sachen machen. Und zwar einfach mal eine Sequenz spielen lassen mit Korg Gadget. Das ist ein Sequencer-Programm mit ganz vielen Klangerzeugern drin. Und dazu hören wir auch noch Module Pro. Ich hoffe, das iPad schafft das. Schauen wir mal. Der Sound müsste da sein. Ja, und jetzt starte ich mal die Sequenz. Tolle Sache, oder? Cool, sehr cool, ja. Und es läuft jetzt alles wirklich über USB, Genau. über das Gerät. Genau. Du spielst jetzt den Piano-Sound in Korg Module und parallel dazu spielt Gadget diese Sequenz. Mit all den Klangerzeugern, die da drin sind. Da kommt jetzt gleich noch so ein super cheesy Synthi. Ah, okay, den wähle ich dann direkt an, ne? Ja, den spielst du jetzt auch direkt, ja klar. Ich musste den mal abschalten.
Jetzt hast du wieder das Rhodes, ne? Sehr cool. Es klingt wie aus einem Guss, ne? Das Ja. ist wirklich, sind zwei verschiedene Apps gerade an, die parallel laufen. Also eigentlich Wahnsinn, ne? Ja. Und ja, wenn wir jetzt bei den Klaviersounds noch ein bisschen in der Qualität uns nach oben bewegen wollen, dafür gibt es neuerdings Pianotech auf dem Wow. Endlich auf dem Ja, iPad. Ja. Oh, das ist ja wirklich... Da kann man sich die Lizenz, wenn man die schon hat für den Rechner, einfach für iOS-Geräte freischalten. Und ja, spiel mal den Steinway hier an. Ja, das ist schon nett. Absolut. Und dann kann man da schon richtig drauf spielen, auch mit der Tastatur, mit dem guten Sound. Hast du ein gutes Gefühl? Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, ja. Ja, super. Ja, ganz kurz und schmerzlos können wir zusammenfassen. Coole Sache. Ja. Super. Das ist wirklich super transportabel. Man hat eben schnell die Klangerzeuger aus dem iPad angeschlossen, alles integriert. Man kann auch eine Music Lesson, also eine Klavierstunde damit machen und hat eben, der Vorteil ist, man hat das Audio von diesen Klängen, die hier erzeugt werden. Das können auch Play-Alongs sein aus seiner Bibliothek. Es ist auf den Speakern oder eben auf dem Kopfhörer. Super coole Sache. Also eigentlich gibt es kaum, was man eigentlich negativ sagen kann. Ne? Ja. Leichtes Gewicht, gute interne Sounds, interne Lautsprecher, eine coole Farbe, muss man auch sagen. Gibt es in verschiedenen Farben, glaube ich. Ja, gibt es in Blau, gibt es in Schwarz, in Weiß. Ja. Also in Schon cool. Zusammenarbeit mit dem iPad und mit den Sounds ist es schon eigentlich was man sich auch als Keyboarder so als Zweitinstrument, aber auch als Synthesizer, Klangerzeuger. Ja, total. Also wenn ich mir überlegen vorstelle, ich bin unterwegs und ich will halt ein bisschen kreativ sein, dann habe ich Gadget dabei, da kann ich Sachen einspielen, da habe ich Drumcomputer, da habe ich Bassline und alles drin. Ich kann da meine eigenen Samples reintun. Also es ist wirklich toll, was mit diesem Tool geht. Und dann Ja. habe ich auch noch parallel das Module Pro oder das Pianotech und kann halt auch damit spielen, also auch zum Groove üben und so weiter. Das ist eine coole Sache. Super. Ja.